Hallo zusammen! Wir schauen uns heute mal den Nace Split genauer an. Der Split ist ein No-Action V-Tail Gummifisch, der über den gesamten Körper relativ schlank designt ist und für unterschiedlichste Techniken super geeignet ist. Der Köder hat einige Details, die wir uns jetzt im Detail anschauen wollen. Zuallererst hat der Köder, wie die meisten unserer Baits, über den gesamten Körper unsere markanten Nace-Rippen. Die sind interessant, weil die nicht nur optisch gut aussehen, sondern unter Wasser auch für besondere Verwirbelungen sorgen, die von den Fischen eben über ihr Seitenlinienorgan wahrgenommen werden. Wir haben in den Kopf des Baits unsere Pro-Tackle Eyes eingegossen. Das sieht alles optisch gut aus. Wir haben über die Rückenpartie des Split unsere Hookmarks. Das macht es euch einfacher, euren Jigkopf, euren Offset-Haken hier einfacher zu platzieren, sodass der Köder immer wieder schön geriggt ist. Am Bauch des Köders habt ihr einen integrierten Schlitz. Der ist extra für den Offset-Haken gemacht. Wenn ihr den Köder krautfrei, zum Beispiel als Soft-Jerk, präsentieren wollt, habt ihr hier die Möglichkeit, den Offset-Haken schöner zu präsentieren. Der kann weiter in den Gummi eindringen und dadurch habt ihr eine bessere Haarquote. Zu guter Letzt haben wir jetzt das, was den Split so auszeichnet, was ihn so markant macht, und das ist der große V-Tail, der große V-Schwanz, der sich am Tail des Köders befindet. Der ist ziemlich schlank und dünn designt, dadurch haben wir unter Wasser ein extremes Spiel, und wofür der Köder dieses Spiel braucht, wie dieser V-Tail unter Wasser aussieht, das wollen wir uns jetzt mal im Detail im Aquarium angucken. Kommen wir zur ersten Methode, die ich mit dem Split gerne verwende, und das ist das Ganze am Dart-Jig. Der Dart-Jig ist ein dreieckiger Jigkopf, der schlittenförmig gebaut ist, und dadurch bekomme ich eine ganz interessante Eigenschaft, ein ganz interessantes Absinkverhalten beim Köder. Ich führe das Ganze auf zwei unterschiedliche Art und Weisen. Zum einen gefaulenzt, das heißt einfach nur animiert über die Rolle. Da gleitet der Köder richtig schön aus. Der taumelt dann von links nach rechts und ist eben anders als beim klassischen Jigkopf. Nicht nur stupide nach unten in der Absinkphase, sondern ein bisschen abnorm, so wie ein Köderfisch auch sterbend zur Seite gleiten würde. Das imitiert der Dart-Jig extrem gut. Zum anderen fische ich ihn dann wirklich auch aktiv, aggressiv und getwitcht über die Rute und sammle immer wieder die leere Schnur ein, dass ich den Köderkontakt beibehalten kann, und fische den Köder gerade im Sommer so super gerne auf Barsch. Hinten der V-Tail, der bricht immer schön mit aus und sieht wirklich aus wie so ein kleines, aktives Fischchen, das gerade am Flüchten ist, und da können die Barsche meistens nicht widerstehen. Kommen wir zur zweiten Methode, wo ich den Split gerne einsetze, und das ist das Dropshot-Rig. Dafür ist der Köder wie gemacht. Durch seine Bauweise tanzt er eben super schön am Dropshot. Er ist flexibel, er sinkt langsam ab, und so kann ich den Köder fast schwerelos präsentieren und ihn an Ort und Stelle tanzen lassen. Das ist eine Geschichte, die ich super gerne an Orten fische, wo die Räuber auf ihre Beute lauern. Das heißt, an versunkenen Bäumen oder Steganlagen kann ich so den Köder wirklich lange präsentieren, bis sie dann endlich irgendwann zuschnappen und unseren Köder attackieren. Die andere Art und Weise, wie ich das Dropshot dann fische, wäre geworfen, um ein bisschen mehr Wasserfläche eben abzusuchen. Und da werfe ich mein Rig einfach aus und kurbel es langsam ein, und durch den unebenen Untergrund, ohne dass ich das Blei vom Boden abhebe, werden alle Vibrationen in den V-Tail hinten abgegeben, und das haucht dem Köder schon die ganze Aktion ein, die ich möchte. Dieses leichte Vibrieren vom V-Tail, der Köder wackelt immer so ein bisschen mit, und das kann schon ausreichen, dass die Räuber eben zum Biss getriggert werden. Das sind so zwei Führungstechniken, die ich euch ans Herz lege und die ihr definitiv ausprobieren solltet. Die dritte Variante, die ich gerne mit dem Split fische, ist das Ganze am klassischen Jigkopf. Eine Methode, die ich gerade in den Fließgewässern gerne verwende. Da füge ich den Köder auf zwei unterschiedliche Art und Weisen. Zum einen wieder gefaulenzt, klassisch einfach mit der Rolle animiert, eine halbe Kurbelumdrehung, um den Köder eben nicht weit vom Boden weg zu bewegen, oder zwei Kurbelumdrehungen, um den Köder eben weiter weg vom Boden zu heben, um dem Ganzen noch eine längere Absinkphase zu geben. Da müsst ihr einfach ausprobieren, was die Fische gerade wollen. Das hängt immer vom jeweiligen Tag, Gewässer eben ab. Die andere Art und Weise, wie der Split super gefischt werden kann am Jigkopf, ist gejiggt, das heißt animiert über die Rute. Da twitche ich einfach in die Rutenspitze rein, lasse den Köder immer wieder absinken, sammle die leere Schnur eben mit der Rolle auf, sodass ich immer guten Köderkontakt habe,
Und ihr seht schon, wie interessant das Absinkverhalten beim Split eben ist. Anders als beim klassischen Gummifisch, der mit seinem Paddle-Tail den Köder verlangsamt, ist es so, dass der Split ziemlich zügig zum Boden geht. Und es ist eine andere Präsentation, die die Räuber in den meisten Gewässern noch nicht so gesehen haben. Also eine Sache, die ihr auf jeden Fall ausprobieren solltet. Zum Schluss schauen wir uns jetzt den großen Split als vierte Methode zum pelagischen oder Vertikalangeln an. Da seht ihr unter Wasser, wie extrem toll das Laufverhalten ist, wie der V-Tail hinten aufwendig von oben nach unten geht und dem Ganzen wirklich ein tolles Laufverhalten gibt. Der könnt den Köder super stabil in der Wassersäule halten, so dass er gerade beim pelagischen Angeln sauber dasteht. Wenn ihr da die kleinsten Bewegungen in den Köder überträgt, über leichtes Antippen, ist es so, dass der Köder eben alles in den V-Tail hinten als Aktion übertragen bekommt und so habt ihr eine Möglichkeit, dem Köder viel Leben einzuhauchen. Also ein Köder, der sich super zum vertikal- und pelagischen Angeln eignet. Ich denke, jeder, der pelagisch angelt, sollte den großen Split mal ausprobiert haben. Ja, das waren meine Lieblingstechniken, die ich mit dem Split gerne verwende. Es gibt natürlich noch unzählige Möglichkeiten, den Split zu präsentieren, um damit auf Hecht, Barsch und Zander zu angeln. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es unten gerne in die Kommentare. Mich würde es mal interessieren, was ihr für Erfolge mit dem Split schon hattet und was für Fische ihr vielleicht mit dem Split noch gerne fangen würdet. Das war es soweit von hier und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.